In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie man solche einfachen Symbole hier auf dem Chart anzeigen lassen kann. In MQL5 geht das mit sogenannten Pfeilen, also lassen Sie uns einmal herausfinden, wie man das in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte im MetaTrader hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simple Arrow-Symbole, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. In der OnTick-Funktion starten wir damit, dass wir den sogenannten Ask-Preis berechnen. Das geht mit der Funktion SymbolInfo-Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen Symbol-Ask alles in Großbuchstaben, um den Ask-Preis zu berechnen. Und mit Normalize Double und Unterstrich-Digits berechnen wir die richtige Anzahl der Nachkommastellen automatisch. Das gleiche wiederholen wir hier nochmal für den Bitpreis. Bis auf den Namen der Variable und den Parameter Symbol-Bit ist hier alles gleich. Und wenn wir unser Symbol zwischen diesen beiden Preisen zeichnen möchten, dann müssen wir noch den mittleren Preis berechnen. Das geht, indem wir beide Preise addieren und durch 2 teilen. Danach möchte ich den Zufallsgenerator initialisieren, damit unterschiedliche Objekte gezeichnet werden. Dazu nutze ich den Befehl math_as_rand. Der erstellt die Anfangsposition für die Generierung von pseudo-zufälligen Ganzzahlen. Und als Parameter übergebe ich hier getTickCount. Diese Funktion gibt die Anzahl der Millisekunden seit dem Systemstart zurück. Und das hier in Kombination gibt einen eindeutigen Wert. Und danach können wir die Funktion math_rand, also diesmal ohne s, benutzen, um uns einen zufälligen Ganzzahlwert in diesem Bereich hier zu berechnen. Den brauchen wir gleich für die unterschiedlichen Symbole. Solche Symbole werden in MQL5 als Pfeil gezeichnet. Darum nutzen wir hier Object Create für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Der Name für unser Objekt soll MyObject sein. Und der Typ des Objektes ist Objekt_Arrow. Wenn man das einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann sieht man, dass es hier jede Menge Objekttypen gibt, die man verwenden kann. Wir nutzen diesen Objekttyp und eigentlich steht Arrow für Pfeil. Unsere Pfeile können aber unterschiedliche Formen annehmen. Der nächste Parameter hier steht für das Chart, auf dem der Pfeil gezeichnet werden soll. In unserem Fall möchten wir das Ganze hier gerne auf dem Hauptchart sehen. Bei der Verwendung von Oszillatoren würde man allerdings ein weiteres Fenster unterhalb der Kerzen hier angezeigt bekommen. Auch hier könnte man Objekte zeichnen. Wir benötigen das in diesem Fall aber nicht und zeichnen unsere Pfeile auf die Chart-ID 0, also auf das Hauptchart. Und zwar für den aktuellen Zeitpunkt, den ermitteln wir mit der Funktion TimeCurrent. Die gibt uns die letzte bekannte Serverzeit zurück. Das bedeutet immer die Zeit von Kerze 0. Und der sogenannte Ankerpunkt für das Zeichnen des Objektes wird der mittlere Preis sein, den wir berechnet haben. Für das Aussehen unseres Objektes müssen wir jetzt noch einen Wert setzen. Dazu nutzen wir Objekt_setInteger. Auf dem aktuellen Hauptchart 0 für das Objekt mit dem Namen MyObject. Und ich möchte hier die Objekteigenschaft ArrowCode ändern. Und übergebe hier als Parameter die zufällig generierte Zahl, die wir hier oben erzeugt haben. Damit das Objekt etwas größer gezeichnet wird, kann man mit Objekt_setInteger hier auch die Objekteigenschaft für die Breite, in unserem Fall also die Objektgröße, setzen. Ich setze das hier mal auf 20. Und damit bei jeder Preisänderung das Objekt auch an der richtigen Stelle gezeichnet wird, nutzen wir hier Objekt_Move
um unser Objekt auf dem Hauptchart für den aktuellen Zeitpunkt an der Stelle zu zeichnen, für die wir den mittleren Preis errechnet haben. Zum Schluss hängen wir noch eine Chartausgabe an. Die wird uns den Ask-Preis, den Bid-Preis, den mittleren Preis auf unserem Chart ausgeben. Und das war's auch schon. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie nicht wissen, was diese Codezeilen hier bedeuten sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos aus diesen Grundlagen noch einmal anschauen. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Das hier war übrigens wieder ein Vorschlag von einem Kursmitglied, und wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für so ein Video haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine Nachricht. Für den Moment klicken wir hier auf Kompilieren. Das hat bei mir ohne Fehler funktioniert, und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann klicken Sie bitte hier oben auf dieses Symbol oder drücken Sie die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Das ruft dann hier den Strategietester auf. Und hier wählen wir die neu erstellte Datei simplearrowsymbole.ex5 aus. Bitte markieren Sie hier unten die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Jetzt sehen wir bereits die ersten Symbole auftauchen. Die liegen in unserem Fall jetzt etwas unterhalb des Preises, den ich erwartet habe. Das liegt aber daran, dass der Ankerpunkt entsprechend gesetzt werden muss. Aber in diesem einfachen Video haben Sie gelernt, wie man unterschiedliche Symbole mit einem Expert Advisor direkt auf das Hauptchart zeichnen lassen kann. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.